ist jemand hinter uns? Haben wir Zeit. Hallo liebe Freundinnen und Abonnenten, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Willkommen in der Katana DR20 hier am Flugplatz in Worms. Mein erster Flug 2019 und wir fliegen heute die Sembach Airbase an. Ha. Manche werden uns jetzt fragen, Moment mal, Sembach Airbase, wo ist denn die? Gibt es überhaupt? Nee, Sembach Airbase wurde in den 90er Jahren bereits geschlossen. Aber ich dachte, es ist für mich mal eine kleine Herausforderung, einen Flugplatz zu finden, den es gar nicht mehr gibt. Die Piste wurde auch zum größten Teil abgerissen. Aber wenn man im Internet ein bisschen recherchiert, findet man auch noch die alten Flugpläne, Anflugpläne. Der hier ist von 1966 und ich tue heute so, als würde ich diesen anfliegen. Natürlich alles innerhalb der regulären Lufträume, weil da ist hinten dran ist gleich Ramstein, damit das alles passt. Um Sembach anzufliegen, nutzt man das Tarkan von Ramstein. Allerdings militärische VOAs, Tarkans, Vortags, die werden nicht permanent an sein. Die schalten die erst ein, wenn sie brauchen. Deswegen sind ja auf unseren IOKO-Karten nicht immer mit drauf, eben weil sie nicht permanent verfügbar sind und eigentlich auch gar nicht für uns gedacht sind. Trotzdem, mit eurem Standard-Equipment im Flugzeug könnt ihr die nutzen. Das Tarkan von Ramstein, Kennung RMS, hat die Frequenz 113,4 MHz. Das stelle ich jetzt auch mal hier ein bei meinem Nav. 113,4. Falls wir es hören, hören wir es jetzt noch nicht. Und dann habe ich auch hier eine Richtungsanzeige auf meinem VOA-Display, also dass ich hier das anzeigen kann. So, dann habe ich hier das Anflugblatt, blende ich auch ein. Und da wird gesagt, dass man die Piste, die in Sembach damals mit 0725 ausgerichtet war, mit einem Kurs von 253 Grad anfliegen soll. Und das führt direkt auf das Tarkan VOA von Ramstein. Also das Radial 253, das drehen wir uns ein. 253, ja, so ungefähr. Und dann müssen wir direkt auf die Piste zufliegen. So, 253, das war 1966. Das Erdfeld der Magnete hat sich mittlerweile bewegt. Und da gibt es im Internet tolle Seiten, die einem das rechnen oder vorgeben, um wie viel Grad. Also wir haben eine Deklination von 3 Grad. Das heißt, mittlerweile sind wir bei genau 250 Grad. So, 3 Grad ist das Magnetfeld gewandert von 1966 bis heute. In unserem Bereich hier. Das kommt immer darauf an, wo ihr lebt. Die Website im Internet, ich verlinke das nach unten auch mal, die sagt das dann, wie das für euren Ort ist, falls ihr mal sowas machen wollt. Gut, dann wollen wir mal auf die Piste gehen, da will schon der nächste rein. Und dann versuchen wir mal, die Sembach Airbase zu finden. Ja, ein paar Worte zur Sembach Airbase. Sembach Airbase war natürlich für die US Air Force ein wichtiger Standort als Ausweichflugplatz für Ramstein, ganz besonders zu Zeiten des Kalten Krieges. Sembach Airbase spielte auch dann eine große Rolle in den 80er Jahren, als das große Flugschauunglück von Ramstein war. Das sind nämlich die Maschinen, die nicht verunglückt sind und auch alle nachfolgenden Maschinen, während der ganze Platz gesperrt war, alle nach Sembach ausgewichen. Sembach wurde dann in den 90er Jahren geschlossen, Kalte Krieg vorbei. Die stationierten Maschinen wurden auf andere Plätze verlegt, hauptsächlich nach Ramstein. Und der Flugplatz wurde ganz geschlossen, also auch nicht für zivile Flugbewegungen freigegeben. Das wurde dann zu einem Industriegebiet umgewidmet. Und in der Nähe wurde auch eine neue Autobahn gebaut, die A63. Und Bedingung für die A63 war, dass Ausgleichsflächen geschaffen werden. Also mit einer Autobahn werden ja Flächen versiegelt. Und damit man wieder Flächen entsiegelt, hat man einfach die Piste von Sembach fast komplett abgerissen. Also wir werden noch ein ganz kleines Stück sehen. Ich habe mir das auch mal bei Google Earth angeguckt. Blende ich jetzt mal ein. So sah die Piste noch im Jahr 2000 aus. Und 10 Jahre später, 2010, seht ihr schon, alles schon weg. Aber wir überzeugen uns auch gleich selbst. So, wir rollen jetzt zum Rollhalt 24 in Worms. Interessant sowas, was ich erzählt, ja? Ja, wie gesagt, also ich habe hier eine ICAO-Karte von den 80er Jahren, das sieht man noch, da gab es auch noch eine Kontrollzone um Sembach rum, also was wir heute machen, hätte man in den 80er Jahren nicht machen können, das ist auch mal interessant. So, ich werde auch die Minima einhalten, also 1000 Fuß über Grund. Sembach, die Piste war auf 1000 Fuß, also werden wir da an 2000 Fuß drüber fliegen. Eventuell könnte ich, wenn ich nicht über Ortschaften fliege, auch in 500 Fuß drüber, aber ich will mir da nicht unnötig die Leute verärgern. Auch wenn es ein Industriegebiet ist, aber nebendran ist ja auch noch ein bisschen Wohngebiet.
Takeoff-Briefing. Wir fliegen jetzt einfach 2.4 raus, dann sind wir schon fast auf 2.5.0 und gucken so, dass wir direkt 2.5.0 auf das Rammstein wieder zufliegen. Wir werden es eher wahrscheinlich nicht empfangen. Also noch ist ein No-Signal-Flag, aber mal gespannt, was in der Luft sich ergibt. So, dieses alte Bendix King Navi, das werde ich mir auch mal zu Gemüte ziehen und damit mal fliegen. Gut. Dann 50, 60, 50. Dann kann es losgehen. Wir gehen raus. Gut. Und die Echo Charlie ist abflugbereit am Rollhalt 2.4. Ich rolle auf die Bahn, starte. So, bis zu 2.4. Kompasscheck und Kurskreisel einstellen. 2.4. Ist klar, dann kann es losgehen. Okay, die Drehzahl steht. Die Fahrt kommt. Und 50 Knoten rotieren. Und Fahrt aufholen. 60, jetzt können wir steigen. Sehr schön. Also ich habe das vorher auch mal im Simulator ausprobiert, ob das funktioniert, und da wurde schon am Boden das Tarkan von Rammstein empfangen, aber wir empfangen hier gar nichts. Also wie gesagt, vermutlich haben sie die abgeschaltet. Weil wenn ich jetzt hier auf NAV gehe und auf ID drücke und die Lautstärke mal erhöhe, man hört nur Rauschen, müsste man eigentlich das Morse-Signal Erkennung hören, aber nix. Okay, das wird aus sein. Okay, fliegen wir Dembach per GPS an. So, bei 3000 haben wir auch die Wolken. Da fliegen wir ja genauso zwischen Wolken und Pfälzerwald. So, jetzt hin. So, 3000 Fuß, da wollte ich hin, also ausleveln. Druck reduzieren, 2.4, Drehzahl reduzieren, 2.1 und jetzt ein bisschen austrimmen. So, dann versuchen wir mal hier mit dem alten Navi das einzugeben, das Rammstein hier hat. Das ist Kennung R. S R M S. So, jetzt müsste es Enter. User Position. Erkennt RMS nicht. Okay. Deswegen will es von mir Daten haben. Clear. Haben wir nicht. Aber wir können mal direkt Rammstein eingeben. Das ist ja direkt nebendran. Versuchen wir das mal einzugeben. Direkt nach E. T. Ja, mit Sonne habe ich jetzt kaum noch gerechnet. Die Sonnenbrille am Flugplatz gelassen. R. Enter. Rammstein Airbase, ja, Enter. Jetzt haben wir auch den direkten Weg hier. Oh, du brennst. Du brennst wirklich. Es sieht nicht nach, Doch, das ist Feld. Das ist Feld. direkt am Feldweg. Am Feldweg, ja.
Also was da brennt, sehe ich nicht. So, sieht man das vielleicht auf der Kamera, da unten ist ein Feuer, da raucht es ordentlich, da hat es Flammen. Aber wir sehen keine Feuerwehr, wir sehen nichts, es ist an einem Feldweg. Da verbrennt wohl irgendein Bauer. Was weiß ich, Laub, Holz. Ein Landwirt steht nicht bei. Ja, da stehen mehrere Leute, gucken sich das an. Okay. Und zwar, da vorne ist, das sieht man schon, dass das Sembach ist. Da vorne sehe ich das Gebäude schon, direkt hinterm Wald. Und da war früher die Piste mal bar, steht schon das erste Gebäude drauf. Also auf der ehemaligen Piste steht ein Gebäude. So, dann sinkt man mal runter, 500 Fuß Sinkrate, auf 2000 Fuß runter. Ah, und jetzt hören wir auch Raumstellen Funk. And QNH 1032. QNH 1032, runway 26, and transition is approved, and we would like to stay in 2500 feet out of Charlie Delta. Ah, da crossed einer die... Hast du gehört? Da hat einer einen Durchflug. Auch durch Rammstein kann man sich einen Durchflug durch die Kontrollzone anfragen. So, Thomas. Man sieht es jetzt kaum, also da ist so eine rote Linie, ja? Zwischen den Hallen. Zwischen den Hallen, das war die ehemalige Piste, genau. Und da machen wir jetzt so, als würden wir jetzt einen Approach drauf anfliegen. Okay, ja. Also wie man sieht nichts mehr, da ist ein Grünstreifen. Rot landen könnte man eventuell. Hier war mal Sembach Airbase. So, gleich am Anfang hinter der ersten Halle hier, wo mit dem roten Dach, dann sieht man noch ein kleines Stück Piste. Also wenn man jetzt nicht alles sieht, ich werde hier morgen herkommen, mir das Ganze vom Boden aus anschauen. Ja. So, rechts die Straße, das war mal der Taxiway. Und viele Gebäude, die hier stehen, sind jetzt Industriegebäude. Einige Hallen stehen noch. Man sieht es gleich rechts, du siehst hier den Tower. Und die Straße führt hier zum alten Vorfeld. Ja, der alte Wasserturm. Viele alte Rollwege, alte Hallen. So, jetzt gehen wir aufs Anflugblatt, gehen wir mal das Anflugblatt raus und jetzt machen wir so, als hätten wir einen Missed Approach. Und der Missed Approach ist direkt nach dem Pistenende, habe ich eingetragen, müssen wir jetzt genau eine Rechtskurve machen auf 337 Grad. So, das wäre jetzt Missed Approach und jetzt drehen wir nach rechts auf 337 Grad und steigen dabei gleichzeitig. Und damals war Missed Approach dann auf 4000 Fuß zurück. So, jetzt gebe ich noch ein bisschen mehr Gas wieder. Dass wir steigen. Habe ich gesagt, wie viel Grad? 337. (335, 337), so. Nehmen wir kurz einen Abstand. Auf 3000 Fuß und fliegen zurück. Ja, das war's schon, ganz unspektakulär eigentlich. Nur mal ein kleiner Spaß für zwischendurch. Wie gesagt, morgen fahre ich dann dahin mit dem Auto und werde das Ganze von unten erkunden. Jetzt geht's wieder zurück nach Worms.
Also Lampe kannst du dann nicht, ja? Nee, zur Not eventuell. Nein, geht nicht. Hast du geguckt? Ja, das sind lauter kleine Wassertümpel. Ah. So, auf dieser Straße, die ich gerade fahre, ja, das ist der ehemalige Taxiway. Ab und zu links sind noch so Ansätze von den Rollwegen zur ehemaligen Piste. Aber die Straße wurde natürlich seit damals auch schon mal saniert. Deswegen erkennt man das nicht mehr als solches, dass das mal ein Taxiway war. Ah, da ist eine alte Hangarhalle. Das alte Vorfeld und der alte Tower. Jetzt parken wir hier mal und gucken uns das an. Ah, da vorne, warte, da kann man drauf fahren. Ah, schauen wir mal. Da steht schon ein Auto. Nicht, dass das irgendwem da gehört, aber ich sehe kein Schild, kein Verbotsschild, nichts. Also bewegen wir uns mal auf das Vorfeld. Ja, hier sind wir jetzt auf dem Vorfeld von Sembach. So, bin jetzt hier in Sembach vor dem Tower. Ich hoffe, das klappt mit dem Ton, weil es ist ganz schön windig. Auch gleich mal ein Test für diese GoPro 8, wie diese sich da verhält. So wie es ausschaut, ist das Towergebäude leer. Fenster eingeschlagen. Manche Fenster auch schon mit Brettern vernagelt. Die Türen vergittert. Laufen wir doch mal hin und gucken das genauer an. Ja, wie ihr seht, hier alles verrammelt. Und das ist nicht nur einfach hier abgeschlossen, das ist richtig verschweißt. Also man hat nicht vor, da mal ab und zu rein und raus zu gehen. Ja. Schauen wir mal weiter. Ja, das ist alles richtig verschweißt, alles richtig verrammelt. Hier unten die Fenster entsprechend vermietet. Dieser Bereich wird Video überwacht, ja. Die wollen ja nicht, dass da irgendwelche Leute reingehen und sich was holen. Bei so vielen anderen ehemaligen militärischen Anlagen. Aber ich laufe hier außen rum, habe noch kein Verbotsschild gesehen. Frei zugänglich hier außen. Da unten geht's runter, aber die Tür ist auch verschweißt. Ja, wenn man richtig klettern würde, könnte man da oben vielleicht durchs eingeschlagene Fenster, aber das mache ich nicht, das ist mir zu gefährlich. Ah, da kommt man wieder schreien. Da ist offen. Was haben wir hier? Ah. Das ist aber nur ein Vorraum. Feuerlöschanlage. Ah, da ist noch eine Tür. Soll ich es wagen? Ah, nee, das ist nur ein Kühlraum hinten dran. Brauche ich nicht reingehen. Ah, will auch nichts provozieren hier. Die Tür ist zu. Ne, die ist aber offen. Ja, offene Tür. Jetzt machen wir hier. Ja, und da ist ein Kühlraum. Also nichts Spektakuläres. Sicherungen, die haben noch keine geklaut. Da war ein Kompressor gestanden. So, Fire Department, Base Operations. PAX Terminal. Also ihr seht auch, hier wurden Passagiere abgewickelt. Wahrscheinlich die Passagiere von den Militärangehörigen oder die Militär selber, wenn die nach Hause geflogen sind, in Urlaub. Aber auch das alles verriegelt. Bewachtes Gelände, ja, ist ja in Ordnung. Will ja gar nicht rein. Also ich will schon gerne rein, aber nur wenn es erlaubt ist, wenn ich nichts Verbotenes tue. Ja, wäre schon interessant, da oben im Tower drin zu sein, um mal von oben sich einen Überblick zu verschaffen. Ach, guck mal hier, 50 Kubikzentimeter Museum. Da ist ein kleines Moped-Museum eingerichtet. Auch interessant. So, auch hier eine verrammelte Tür. Alles mit Blechen vernietet die Außen, also da ist nichts zu holen. Ja, ich laufe jetzt tatsächlich auf dem letzten verbliebenen Teilstück der Runway von Sembach Airbase. Jetzt laufe ich noch mal vor bis zur Schwelle und dann gehe ich nicht so weit vor, weil es ist so eine Firma hier, ich weiß nicht, ob das hier gefällt, aber ist frei zugänglich die Piste. Also ich bin hier nicht über den Zaun geklettert oder irgendwie durch eine Barriere durch, also alles frei zugänglich. Auch kein Schild gesehen, dass man das nicht hier betreten dürfte. So, was haben wir hier?
Ja, man sieht hier, das ist die ehemalige Schwelle. Und die man aus der Luft gesehen hat, am Anfang der Piste waren dann links und rechts Ausbuchtungen, wo man seine Flugzeuge drehen konnte. Ja, mal sehen, ob man noch irgendwo die Pistennummer erkennen kann. Schauen wir mal. Ist schon so lange her. Die haben es wahrscheinlich auch entfernt. Also heute ist auch ganz schön windig. Ist auch kalt mit gerade mal plus 3 Grad. Ja, ist zwar windig, aber das Windrad dreht sich nicht. Das war mal die Centerline. Viele Markierungen sind wirklich nicht mehr zu erkennen. Ihr seht dann schon, dann ist auch schon ein Zaun. Und hinterm Zaun ist auch schon eine Erdbarriere. Da ist dann schon das nächste Grundstück einer Firma, die sich hier auf das Industriegelände angesiedelt hat. Schauen wir mal, was wir noch entdecken. Ja, das ist schon jetzt wie ein kleines Lost Place Abenteuer, weil auf dem ehemaligen Flugplatzgelände sind noch lauter so kleine, ja, fast schon Bunker vergraben. Wenn ihr jetzt seht schon, dieses Gebäude ist halb unter der Erde. Ich gucke mal, ob man da reingehen kann. Hier außen rumlaufen. Schau mal, ja, da kann man reingehen. Gucken, was wir da entdecken. Ja. Ist leer. Ja, das sind schon so Beobachtungsposten, würde ich mal sagen. Ne? Wie so Schlitze, hier waren die drin. Weiß nicht, ob das zur Verteidigung diente oder einfach nur Beobachtung. Wer weiß. Hier ist noch so ein Bunker vergraben. Obendrauf irgendwelche Stahlringe in den Beton eingelassen. Boah, jetzt krabbeln wir mal hier runter. Boah, vorsichtig. Ja, jetzt mal ein paar andere Schuhe ziehen. So, haben wir doch nicht mit viel rechnen, dass man sowas hier entdeckt. Ja. Noch so ein Beobachtungsbunker, Verteidigungsbunker, wer weiß. Ne? Immerhin Steckdosen waren da mal, Lichtschalter, aber geht nicht mehr. Die Schlitze schon teilweise zugeschüttet. Naja, ist ja schon seit über 20 Jahren nicht mehr in Betrieb, das Ganze. Ne? Interessant. Gehen wir wieder raus, schauen wir, was wir noch so finden. So, wenn man hier die Umgebung des Platzes erkundet, dann sieht man dann zwischendrin auch ein ganz kleines Teilstück von der Runway. Gehe ich mit drauf, weil ich bin jetzt hier genau in der Flucht. Da ist Runway, man sieht dann hier in die Richtung alles grün in die Richtung. Da waren wir vorhin, haben das eine Teilstück der Runway betrachtet. Und hier geht es dann bis zum Ende. So, wird nicht mehr viel zu sehen sein. Aber andere Flugobjekte haben sich hier schon eingenistet, oder das nistet sich manchmal ein. Ein Storchennest ist aber leider zurzeit leer. Schauen wir mal weiter. Ja, die Kunst hat sich hier auch auf dem ehemaligen Flugplatzgelände schon angesiedelt. Hier hat man einen Kreis errichtet, zu zeigen. Aber ich denke, ein Google Earth Bild tut es auch. Ja, dann haben wir nämlich hier einen Steinkreis. Man sieht im Hintergrund den Tower. Und hier ist so ein Steinkreis. Und das ist so eine Mond-Sonnenanzeige. Die Tafel hat das angeleitet, dass es funktioniert. Jetzt ist auch noch der GoPro-Akku leer. Das ist ja wohl das kleinere Übel. Haben wir noch ein Handy zur Not. Aber blöd. Naja, wenn man alles alleine macht und nicht alles im Detail überprüft, wie beim Fliegen man tun sollte, auch am Boden, wenn man so ein kleines Video macht. Naja, egal, wieder wie viel ist draus gelernt. Ich stehe hier in dem Steinkreis, mit dem man die Sonne und Mond beobachten kann und somit auch die Steinkreiszeichen, Quatsch, die Tierkreiszeichen dann genau sehen kann am Himmel mit Hilfe. Da ist in der Mitte, mal sehen, ob man die gleich sieht, wenn wir so Richtung Tower laufen, geht hier so ein Trampelpfad entlang. Hier ist also diese Mondsichel, mit der man dann sich der Sonne nach ausrichten kann oder des Mondes nach ausrichten kann und dann bestimmte Tierkreiszeichen zu bestimmen. Ja, auch hier noch alte Hangarhallen zu entdecken. So, ich sitze jetzt im Auto und fahre gleich zurück. Das war es dann auch mit der Sembach Airbase bzw. dem Industriegebiet. Und wenn man hier so durchfährt und durchläuft, sieht man ganz viele ehemalige Hangarhallen, die jetzt als Lagerhallen dienen oder auch als Produktionsstätten. Haben sich viele Firmen hier angesiedelt. Insgesamt war das mal ganz interessant, so einen ehemaligen
Flugplatz anzufliegen, einen ehemaligen Militärflugplatz. Von denen gibt es ja einige in Deutschland. Vielleicht mache ich das mal wieder. Da gibt es noch den einen oder anderen, der mich interessiert. Gut, das war's dann auch mit diesem Video. Sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Ciao.